Das Ticken der Uhr an der Wand ist ohrenbetäubend. Jeder Schlag ein Hammerschlag gegen die dünne Membran ihrer Selbstbeherrschung. Ihr Herz rast, ein unregelmäßiger, wilder Rhythmus, der gegen ihre Rippen dröhnt. Sie versuchen zu atmen, tief ein, langsam aus, so wie es in den Büchern steht. Aber die Luft bleibt ihnen im Hals stecken, ein dünner, nutzloser Faden. Die Stille des Raumes ist eine Lüge. In ihrem Kopf tobt ein Orkan aus Stimmen, unerledigte Aufgaben, vergangene Fehler, Zukunftsängste, harsche Selbstkritik. Jede Stimme schreit lauter als die andere, ein Crescendo des Chaos, das sie zu zerreißen droht. Sie schließen die Augen, pressen die Hände gegen die Schläfen, als könnten sie den Lärm physisch herausdrücken. Es ist der Moment kurz vor dem Zusammenbruch, in dem die Fassade des »Ich habe alles im Griff« bröckelt und die rohe, verzweifelte Wahrheit zum Vorschein kommt. Sie verlieren die Kontrolle und der Abgrund der Erschöpfung starrt sie an. Die Techniken, die sie gelernt haben, Achtsamkeit, Meditation, positives Denken, fühlen sich jetzt wie ein grausamer Witz an, wie der Versuch, einen Tsunami mit einem Eimer aufzuhalten. Der Gedanke, ein spiritueller Hochstapler zu sein, brennt sich in ihr Bewusstsein. Sie haben die Landkarte, aber sie sind hoffnungslos im Dschungel ihres eigenen Geistes verloren und die Angst, dass dieser Zustand permanent sein könnte, schnürt ihnen die Kehle zu. Und in dieser Sekunde der absoluten Überforderung, in der alles in sich zusammenzufallen scheint, geschieht etwas Unerwartetes. Mitten im Lärm, für den Bruchteil eines Augenblicks, entsteht eine Lücke, eine winzige Pause im mentalen Bombardement. Es ist keine Stille, sondern etwas anderes, ein Muster im Chaos. In dieser Lücke leuchtet eine einzige, schockierend klare Erkenntnis auf, so fremd und doch so vertraut. Was, wenn dieser Kollaps kein Fehler im System ist? Was, wenn der Schaltplan Ihres Gehirns, der gerade diesen Kurzschluss verursacht, eine verborgene Botschaft enthält, einen Code, der seit Jahrtausenden darauf wartet, entschlüsselt zu werden? Was, wenn der Lärm nicht das Problem ist, sondern der verzweifelte Versuch Ihres Verstandes, Ihnen eine uralte Wahrheit zu zeigen, die Sie bisher nicht sehen konnten? Die Erkenntnis trifft Sie mit der Wucht einer Welle und genau in diesem Moment, bevor Sie sie greifen oder verstehen können, bevor Sie die Verbindung zwischen dem Neuronenfeuer in Ihrem Kopf und der Weisheit der Zeitalter herstellen können, friert das Bild ein. Ein flüchtiger Impuls, eine unausgesprochene Antwort, die im Abgrund der Stille schwebt und eine einzige brennende Frage hinterlässt. Was versucht Ihr Geist Ihnen wirklich zu sagen? Das erste grundlegende buddhistische Prinzip ist Anicca, die universelle Wahrheit der Vergänglichkeit. Es lehrt uns, dass alles, was entsteht, auch wieder vergeht. Nichts ist dauerhaft, nicht die Freuden, nicht die Sorgen, nicht die materiellen Besitztümer und schon gar nicht unsere Gedanken und Emotionen. Viele von uns verbringen jedoch ihr Leben damit, an angenehmen Gefühlen festzuhalten oder unangenehme zu bekämpfen, als wären sie statische, unveränderliche Zustände. Diese Anhaftung an das Bleibende in einer vergänglichen Welt ist eine Hauptursache unseres Leidens, unseres Dukkha. Wir fühlen uns oft machtlos gegenüber den wiederkehrenden Gedankenmustern, der Angst vor der Zukunft, dem Bedauern über die Vergangenheit, der endlosen inneren Debatte. Dieser mentale Lärm lässt uns glauben, unsere Gedanken seien fixe Realitäten, gegen die wir ankämpfen müssen, und die Frustration wächst, wenn einfaches Loslassen nicht funktioniert.
Hier schlägt die Wissenschaft eine faszinierende Brücke. Die moderne Neurowissenschaft hat ein Konzept namens Neuroplastizität umfassend erforscht und bestätigt. Es besagt, dass unser Gehirn keine starre Struktur ist, sondern sich ein Leben lang aktiv verändert und neu vernetzt, basierend auf unseren Erfahrungen, Gedanken und Handlungen. Jeder Gedanke, den wir denken, jede Emotion, die wir erleben, stärkt oder schwächt bestimmte neuronale Verbindungen. Wissenschaftler wie Richard Davidson von der University of Wisconsin-Madison haben in ihrer Forschung zur kontemplativen Neurowissenschaft gezeigt, wie Achtsamkeitspraktiken die Struktur und Funktion des Gehirns buchstäblich verändern können. Das ist kein Zufall, sondern ein Beweis dafür, dass die buddhistische Einsicht in die Vergänglichkeit und die fortwährende Veränderung eine biologische Entsprechung in unserer Hirnphysiologie hat. Unser Gehirn ist von Natur aus darauf ausgelegt, sich anzupassen und zu verändern, genau wie die flüchtigen Momente, die Annika beschreibt. Stellen Sie sich Ihr Gehirn nicht als ein starres Gebäude vor, das einmal gebaut und für immer unverändert bleibt, sondern als einen sich ständig formenden Fluss. Die buddhistische Lehre der Vergänglichkeit ist der Wind, der seine Oberfläche kräuselt und immer neue Muster schafft, während die Neurowissenschaft die Strömungen und Kanäle kartiert, die sich mit jeder Erfahrung neu bilden. So wie der Flusslauf sich durch Erosion und Ablagerung stetig wandelt, so formen auch ihre Gedanken und Gewohnheiten die neuralen Pfade. Die Angst vor der Vergänglichkeit unserer Freuden und die Abneigung gegen die Vergänglichkeit unserer Leiden sind daher nicht nur philosophische Probleme, sondern auch Ausdruck einer fehlgeleiteten Erwartung an die Stabilität unserer Hirnprozesse. Die praktische Anwendung dieser Erkenntnis ist transformativ, wenn wir verstehen, dass jeder Gedanke, jede Emotion, jeder Zustand vergänglich ist und unser Gehirn plastisch darauf reagiert, hören wir auf, gegen den Strom anzukämpfen. Statt zu versuchen, Gedanken zu unterdrücken, können wir sie beobachten und anerkennen, dass sie vorüberziehen werden. Dies ist der Kern einer bewussten Praxis, die oft als Monk Mode bezeichnet wird, ein Zustand extremen Fokus und reduzierter Ablenkung, der es ihnen ermöglicht, bewusst neue neuronale Pfade zu schmieden, indem sie ihre Aufmerksamkeit diszipliniert auf das richten, was sie kultivieren möchten, sei es Mitgefühl, Klarheit oder Fokus, nutzen sie die Neuroplastizität zu ihrem Vorteil. Sie programmieren ihr Gehirn nicht, um Gedanken zu verdrängen, sondern um neue, konstruktivere Reaktionen auf sie zu entwickeln. Das bewusste Wahrnehmen der Vergänglichkeit lehrt uns, dass selbst die hartnäckigsten mentalen Muster nicht in Stein gemeißelt sind, sondern sich mit jedem Moment der Achtsamkeit verändern können. Das zweite grundlegende Prinzip ist Anatta, das Konzept des Nicht-Selbst oder der Ichlosigkeit. Im Buddhismus wird die Vorstellung eines festen, unveränderlichen Ichs als Illusion betrachtet. Unsere Persönlichkeit, unsere Gedanken, Gefühle, Körperempfindungen, all das ist eine sich ständig verändernde Sammlung von Phänomenen, die wir fälschlicherweise als eine solide, dauerhafte Identität interpretieren. Dieses Festhalten an einem fixen Ich ist es, das uns in Selbstzweifel, Vergleiche und Angst vor Ablehnung stürzt. Wir fühlen uns oft von inneren Widersprüchen zerrissen, einem Teil, der sich nach Ruhe sehnt, und einem anderen, der uns in ständigen Perfektionismus oder Selbstkritik treibt. Diese innere Zerrissenheit führt zu einem Gefühl des
spirituellen Hochstaplers, da wir die Person, die wir sein wollen, nicht mit der Person in Einklang bringen können, die wir vermeintlich sind. Die psychologische Forschung, insbesondere die analytische Psychologie von Carl Gustav Jung und die darauf aufbauende Schattenarbeit, bietet eine erstaunliche Parallele zu Anatta. Jung prägte den Begriff Schatten, um jene unbewussten Aspekte unserer Persönlichkeit zu beschreiben. Gedanken, Gefühle, Instinkte, die wir aufgrund gesellschaftlicher Normen oder persönlicher Erfahrungen unterdrückt, verleugnet oder projiziert haben. Der Schatten ist nicht per se böse, sondern unintegriert. Wenn wir diese verdrängten Teile nicht bewusst anerkennen, manifestieren sie sich oft als Selbstsabotage, irrationaler Angst oder plötzlichen emotionalen Ausbrüchen. Sie wirken aus dem Verborgenen und bestimmen unsere Reaktionen, wodurch wir uns von unserem wahren Selbst entfremdet fühlen. Die Neurowissenschaft unterstützt dies indirekt, indem sie zeigt, wie unser präfrontaler Kortex zwar eine kohärente Erzählung des eigentlichen Ichs konstruiert, aber unser Gehirn aus multiplen, oft unabhängig voneinander agierenden Netzwerken besteht, die verschiedene Aspekte unserer Identität und unserer Reaktionen steuern. Es gibt keine einzelne Schaltzentrale für das Ich, sondern ein dynamisches Zusammenspiel. Ihre Persönlichkeit ist kein monolithisches Bauwerk, sondern ein lebendiges Mosaik aus unzähligen Erfahrungen, Gefühlen und Gedanken. Die buddhistische Lehre vom Nicht-Selbst löst die starren Kanten zwischen den Steinen auf, die wir künstlich errichtet haben, um ein scheinbar festes Bild zu schaffen. Gleichzeitig hilft uns die Schattenarbeit der Psychologie, die versteckten, oft ungeliebten und verdrängten Teile dieses Mosaiks ans Licht zu bringen, die Risse, die dunkleren Farben, die verborgenen Muster. Indem wir diese integrieren, wird das Gesamtbild nicht zerstört, sondern harmonischer, authentischer und vollständiger. Wir erkennen, dass die Probleme, die wir am meisten fürchten, oft nur ungehörte Anteile unseres Selbst sind, die nach Anerkennung verlangen. Die praktische Anwendung dieser Synthese ist die bewusste Integration. Anstatt gegen die ungeliebten Teile ihrer Persönlichkeit anzukämpfen oder sie zu verdrängen, lernen Sie, sie mit Achtsamkeit zu beobachten, ohne Urteil. Dieser Prozess der Schattenarbeit, tief verwurzelt in der Akzeptanz, wie sie im Buddhismus gelehrt wird, ermöglicht es ihnen, ihre inneren Konflikte zu reduzieren. Indem sie anerkennen, dass ihre Identität fließend und vielschichtig ist, lösen sie sich von der Notwendigkeit, ein perfektes Ich aufrechtzuerhalten. Dies führt zu einer tiefgreifenden Authentizität, reduziert die Selbstsabotage und ermöglicht ihnen, aus einem Ort der Ganzheit heraus zu agieren, anstatt aus der Angst, nicht zu genügen. Die Fähigkeit, alle Facetten des Selbst, auch die unbequem, zu integrieren, ist ein mächtiger Schritt, um das Gefühl der inneren Zerrissenheit zu überwinden und ein kohärenteres, widerstandsfähigeres Selbst zu entwickeln. Es ist eine Einladung, nicht weniger, sondern mehr von dem zu sein, was sie wirklich sind, jenseits starrer Definitionen. Das dritte zentrale buddhistische Prinzip ist Dukkha, oft als Leiden übersetzt, aber präziser als Unzulänglichkeit, Unbefriedigtheit oder grundlegender Stress des Daseins zu verstehen. Es ist die erste edle Wahrheit und besagt nicht, dass das Leben nur Schmerz ist, sondern dass das Leben, wie wir es oft erfahren, inhärent unbefriedigend ist, weil es von Vergänglichkeit geprägt ist
und wir an Dingen festhalten, die sich ständig ändern. Wir erfahren Dukkha, wenn unsere Erwartungen nicht erfüllt werden, wenn wir den Verlust von Geliebtem erleben oder wenn wir uns einfach im Kreislauf von Wünschen und Abneigungen verfangen fühlen. Viele Menschen fühlen sich von diesem Konzept zunächst abgeschreckt, da es pessimistisch klingt. Doch die Annahme von Dukkha ist der erste Schritt zur Befreiung. Es ist eine realistische Einschätzung unserer menschlichen Verfassung, die uns nicht zum Verzweifeln, sondern zum Handeln motivieren soll. Wir kämpfen oft gegen diesen grundlegenden Stress an und fühlen uns müde, gegen die eigenen Gedanken und Emotionen zu kämpfen, als sei unser Geist ein Feind. Hier tritt die moderne Wissenschaft in einen tiefen Dialog mit dieser alten Weisheit. Die positive Psychologie mit Forschern wie Judith Mangelsdorff und Paul Baltes in Deutschland erforscht intensiv die Mechanismen von Resilienz, der Fähigkeit, sich von Widrigkeiten zu erholen und sogar daran zu wachsen. Sie zeigt, dass das Leugnen oder Unterdrücken von Schmerz und Unbehagen nicht zu wahrem Glück führt, sondern oft das Gegenteil bewirkt. Stattdessen sind Akzeptanzstrategien und die Entwicklung von Emotionsregulation entscheidend. Neurowissenschaftliche Studien bestätigen, dass unser Gehirn eine Negativitäts-Bias hat. Wir schenken negativen Reizen oft mehr Aufmerksamkeit als positiven, was eine Überlebensfunktion ist, aber in der modernen Welt zu übermäßiger Sorge und Angst führen kann. Die Erkenntnis von Dukkha im Buddhismus spiegelt diese Realität wider. Es geht darum, die Natur des Stresses zu verstehen, anstatt zu versuchen, ihn vollständig auszulöschen. Indem wir anerkennen, dass Unbehagen ein Teil des Lebens ist, können wir unsere Beziehung dazu verändern und unsere Fähigkeit stärken, damit umzugehen. Der Schmerz ist unvermeidlich, aber das Leiden ist optional. Dies ist nicht nur eine buddhistische Weisheit, sondern auch die Essenz moderner Resilienzforschung. Betrachten Sie den Schmerz als eine Welle im unendlichen Ozean des Lebens. Sie können nicht verhindern, dass sie kommt und geht, aber Sie können lernen, wie man surft, anstatt gegen sie anzukämpfen und unterzugehen. Die Welle wird da sein, aber Ihre Fähigkeit, auf ihr zu reiten und Ihre Energie zu nutzen, anstatt von ihr überrollt zu werden, verändert Ihre gesamte Erfahrung. Die Wissenschaft liefert uns das Verständnis der Strömungen und die Technik des Surfbretts, während der Buddhismus uns die innere Haltung lehrt, die notwendig ist, um die Weite des Ozeans zu akzeptieren. Die praktische Anwendung dieser Verknüpfung liegt in der Entwicklung einer tiefen Akzeptanz und der Suche nach Ikigai. Akzeptanz bedeutet nicht Resignation, sondern die bewusste Entscheidung, die Realität so anzunehmen, wie sie ist, ohne sie zu verurteilen. Dies ist der erste Schritt zur Emotionsregulation. Ergänzend dazu bietet die japanische Philosophie des Ikigai ihr Lebenssinn, der sich aus der Schnittmenge dessen ergibt, was sie lieben, worin sie gut sind, was die Welt braucht und wofür sie bezahlt werden können. Einen tiefgreifenden Rahmen, um Dukkha zu begegnen. Wenn Sie Ihr Ikigai entdecken und leben, verankern Sie Ihre Existenz in einem größeren Zweck. Dies gibt Ihnen die innere Stärke und Ausrichtung, um die unvermeidlichen Wellen des Lebens nicht nur zu überstehen, sondern als Katalysatoren für Wachstum und Bedeutung zu nutzen. Die Achtsamkeit, gepaart mit einem klaren Lebenszweck, ermöglicht es Ihnen, aus dem Kreislauf der unbefriedigenden Wünsche auszubrechen
und einen Zustand des ruhigen, stabilen Wohlbefindens zu kultivieren, selbst inmitten von Herausforderungen. Es ist ein Verständnis, dass das Leben nicht darum geht, Probleme zu vermeiden, sondern sie als Wegweiser zu einem erfüllteren Dasein zu nutzen. Wir haben auf dieser Reise 3 Kernlehren des Buddhismus erkundet: Anicca, die Vergänglichkeit, Anatta, das Nicht-Selbst, und Dukkha, die Unzulänglichkeit des Daseins, und gesehen, wie sie durch die moderne Neurowissenschaft und Psychologie nicht nur bestätigt, sondern auch in ihren Mechanismen greifbar gemacht werden. Wir haben erkannt, dass unser mentaler Lärm und unsere innere Unruhe nicht Zeichen eines kaputten Geistes sind, sondern natürliche Reaktionen eines plastischen Gehirns, das an alten Mustern festhält. Die 5 buddhistischen Lehren entfalten sich dabei als ein tiefes Verständnis der Natur unserer Realität, gepaart mit praktischen Anwendungen wie dem Monk Mode zur Schaffung neuer neuraler Pfade, der Schattenarbeit zur Integration unseres vielschichtigen Ichs und der Entdeckung unseres Ikigai als Anker im Ozean des Lebens. Die Brücke zwischen östlicher Kontemplation und westlicher Wissenschaft offenbart, dass diese Wahrheiten universell sind. Sie sind keine dogmatischen Glaubenssätze, sondern empirisch nachvollziehbare Beschreibungen der menschlichen Erfahrung und ihrer Funktionsweise. Es geht nicht darum, ein unrealistisches Ideal ständiger Glückseligkeit zu erreichen, sondern darum, eine authentische Beziehung zu unserer inneren Welt aufzubauen. Eine Beziehung, die von Klarheit, Akzeptanz und einer tiefen, stabilen Zufriedenheit geprägt ist, die auch in Anwesenheit von Herausforderungen bestehen bleibt. Ihre Reise zur Entdeckung des verborgenen Zustands ihres Geistes ist kein Sprint, sondern eine Marathon. Es ist ein kontinuierlicher Prozess des Beobachtens, Lernens und Anwendens. Die Schwierigkeiten, die Sie auf diesem Weg erleben, die Frustration mit der Meditation, die Angst vor der Impermanenz, die Herausforderung, Disziplin zu bewahren, sind nicht Zeichen des Scheiterns. Sie sind vielmehr essentielle Phasen des Fortschritts, Momente, in denen die alte Programmierung auf die neue Bewusstheit trifft. Jeder dieser Momente ist eine Einladung, tiefer zu blicken, nicht wegzulaufen. Diese Erkenntnisse geben Ihnen die Macht, Ihre mentale Landschaft aktiv zu gestalten. Sie müssen sich nicht länger von den Fluten Ihrer Gedanken mitreißen lassen. Stattdessen können Sie lernen, die Strömungen zu verstehen, neue Kanäle zu graben und Ihr Bewusstsein als Kompass zu nutzen. Die Angst, der Burnout, die innere Leere, all das sind Signale, die darauf hinweisen, dass eine tiefere Integration und ein authentischeres Verständnis auf Sie warten. Dieses Video ist eine Einladung, diesen Signalen zu lauschen und den Mut zu fassen, die inneren Schleier zu lüften. Die Reise, die wir heute begonnen haben, ist keine einfache Suche nach schnellen Lösungen, sondern eine tiefe Erkundung der menschlichen Verfassung selbst. Ihr Bewusstsein ist kein passiver Empfänger, sondern ein dynamisches Feld unendlicher Potenziale. Das, was Sie bisher als Ihren festen Zustand empfunden haben, sei es Angst, Überforderung oder Antriebslosigkeit, ist nur ein temporärer Ausdruck Ihrer neuronalen Landschaft, geformt durch Gewohnheit und unbewusste Reaktionen. Doch der unvermeidliche Aufbruch beginnt in dem Moment, in dem Sie erkennen, dass Sie die Fähigkeit besitzen, diese Landschaft zu verändern. Ihre Realität, Ihre innere Landschaft, ist kein festes Gebilde, sondern ein dynamisches Feld, das durch Ihre bewusste Aufmerksamkeit geformt wird.
Die Quantenphysik lehrt uns, dass die Beobachtung die Realität beeinflusst. Auf einer metaphorischen Ebene können wir dies auf unser inneres Erleben anwenden. Die bewusste, nicht wertende Beobachtung ihrer Gedanken und Emotionen beginnt bereits, deren Quantenzustand, ihre Potentialität und Wirkung zu verändern. Sie lösen sich aus der starren Form und werden zu fließender Energie, die sie nun neu lenken können. Es ist ein Erwachen zur Erkenntnis, dass sie nicht nur ein Produkt ihrer Vergangenheit sind, sondern der bewusste Architekt ihrer Gegenwart und Zukunft. Das bedeutet nicht, dass alle Schwierigkeiten verschwinden. Es bedeutet vielmehr, dass sie eine tiefere Ausrüstung erhalten haben, um sie zu navigieren. Das Gefühl, in einem Monk-Mode diszipliniert zu arbeiten, um neuronale Pfade zu schmieden, das Licht auf die Schatten ihrer Persönlichkeit zu werfen, um sie zu integrieren und ihr Ikigai als Lebenskompass zu finden. All das sind keine bloßen Techniken, sondern Ausdruck einer bewussten Entscheidung, die Verantwortung für ihr inneres Erleben zu übernehmen. Der Weg der Klarheit ist der Weg der kontinuierlichen Selbstentdeckung. Jedes Mal, wenn Sie innehalten, um einen Gedanken zu beobachten, anstatt ihm blind zu folgen, jedes Mal, wenn Sie eine innere Reaktion akzeptieren, anstatt sie zu verurteilen, wecken Sie ein Stück mehr Ihres wahren Bewusstseins. Es ist ein sanftes, aber unaufhaltsames Erwachen, das Ihnen hilft, über den mentalen Lärm hinauszusehen und die tiefe, stille Quelle der Weisheit in sich selbst zu entdecken. Die wahre Freiheit liegt nicht in der Abwesenheit von Herausforderungen, sondern in der Fähigkeit, ihnen mit einem klaren und zentrierten Geist zu begegnen. Wenn Sie bereit sind, die Schleier Ihrer eigenen inneren Realität zu lüften und Ihr Bewusstsein für eine tiefere Klarheit zu öffnen, dann lade ich Sie ein, sich dieser kollektiven Aktivierung anzuschließen. Der erste Schritt zur Transformation ist die bewusste Absicht. Wenn Sie die unendliche Plastizität Ihres Geistes anerkennen und die Kraft der Akzeptanz in sich spüren, dann kommentieren Sie jetzt: Mein Geist ist Wandel. Ich wähle Klarheit. Dies ist mehr als ein Kommentar. Es ist eine Bestätigung Ihrer Entscheidung und ein Signal an Ihr Unterbewusstsein. Um dieses wichtige Signal zu verstärken und weitere Menschen auf ihrem Weg zu unterstützen, liken Sie dieses Video, teilen Sie es mit jemandem, der es ebenfalls hören muss, und abonnieren Sie unseren Kanal. Gemeinsam können wir die Frequenz des bewussten Erwachens in der Welt verstärken.